Der Führer weist Hermann Göring an, seine Luftwaffe auf den Einsatz in Nordafrika vorzubereiten und kommandiert den jungen Generalmajor Erwin Rommel ab, der schon in Nordfrankreich sehr erfolgreich war. Als Kommandeur des neu gegründeten Afrikakorps trifft Rommel am 12. Februar in Tripolis ein und beginnt sofort mit den Vorbereitungen, um die Lage zugunsten der Achsenmächte zu wenden. Sowohl das deutsche wie auch das britische Oberkommando erwarten, dass Rommel in Verteidigungsstellung geht und den britischen Vorstoß nach Westen lediglich beobachtet. Rommel hat andere Pläne. Er sieht die raue libysche Wüste nicht als Hindernis, sondern als Vorteil, wenn man ihn zu nutzen weiß. Am 24. März werden die Briten durch einen Angriff in der Nähe von Al-Gilar überrascht. Sie waren überzeugt, dass Rommel frühestens Mitte Mai für eine Operation gerüstet sein würde. Rommel spürte, dass der richtige Moment gekommen war, ignorierte Hitlers Befehl, in seiner Stellung zu verharren und startete seinen Großangriff. Seine Strategie erweist sich als äußerst effektiv. Die Weite der Wüste erlaubt seinen Panzereinheiten, ihre Mobilität in unvorhersehbarem Ausmaß zu entfalten. Mit Unterstützung der Luftwaffe schlägt das Afrikakorps die Briten zurück. Nachdem Rommel Tobruk umzingelt hat, stößt er nach Westen vor, kommt allerdings Mitte April wegen zu schwacher Nachschublinien nahe der ägyptischen Grenze zum Stehen. Innerhalb eines Monats holt der Wüstenfuchs, wie ihn seine Gegner jetzt nennen, zurück, was die Briten in 4 Monaten erobert hatten. Mitte Mai starten die Briten eine Gegenoffensive, um die eingeschlossenen Verteidiger von Tobruk zu befreien. Rommel erwartet die Engländer am Halfaya-Pass. Er setzt 88 mm Flugabwehrflaks ein, um die sich nähernden britischen Panzer zu zerstören, bevor diese in Schussweite sind. Tobruk bereitet Rommel Sorgen. Er und die Briten wissen, dass der Hafen für den weiteren Vorstoß der Deutschen nach Ägypten lebenswichtig ist. Während des Sommers unternimmt Rommel weitere Versuche, den Verteidigungsring der Stadt zu sprengen, jedoch ohne Erfolg. Obwohl die Wüste ideal für Rommels Panzertaktik ist, gerät die Versorgung seiner Armee zum Albtraum. Munition, Verpflegung und Wasser sind Mangelware. Seine Wahl ist einfach: Tobruk einnehmen oder Rückzug. Am 18. November unternehmen die Briten, die zwischenzeitlich neuen Nachschub erhalten hatten, einen neuen Anlauf, um den Belagerungsring der Hafenstadt zu durchbrechen. Der Kampf ist hart und brutal und trotz schwerer Verluste gelingt es den Briten, die deutschen Linien zu durchbrechen und die Stadt am 27. November zu erreichen. Rommel weiß, dass er ohne Zugang zum Meer nicht weiterkämpfen kann und zieht sich zurück. Obwohl die Briten Tobruk gerettet haben, wissen sie, dass Rommel noch längst nicht geschlagen ist. Der Wüstenfuchs hat bewiesen, dass er ein schlauer und gefährlicher Feind ist. Sein Rückzug ist keine chaotische Flucht, sondern vielmehr ein taktisches Manöver. Er wartet lediglich auf den passenden Moment, um seine Mission, die Alliierten aus Nordafrika zu vertreiben, beenden zu können. 1. Januar 1942, Nordafrika. Wie alle Menschen auf der Welt begrüßen die Männer der 8. britischen Armee in der Wüste das neue Jahr mit wenig Begeisterung. Seit Monaten sind sie in ein tödliches Schachspiel mit dem Afrikakorps verstrickt und kämpfen um unfruchtbares Land in unwirtlicher Atmosphäre. Erst vor kurzem hatten sie Rommels Vorstoß gestoppt und seine Armee zum Rückzug gezwungen. Jetzt planen die Briten, ihren Nachschub aufzubessern und sich auf die Operation Akrobat vorzubereiten, nach Westen vorzudringen und die Achsenmächte aus Nordafrika zu vertreiben. Die britischen Kommandeure glauben, dass Rommel im Moment zu geschwächt ist, einen Gegenangriff zu unternehmen. Wieder sollen sie sich irren. Am 5. Januar erhalten die deutschen Einheiten eine Nachschublieferung über den Hafen von Tripolis. Zur neuen Ausrüstung gehören 55 neue Panzer und 20 gepanzerte Lastwagen. Die Lieferung ermutigt Rommel.
Mit Hilfe von Aufklärungsflügen durch die Luftwaffe kommt er zu der Einschätzung, dass die Briten in einer verwundbaren Position verharren und dass ein Gegenangriff Erfolg verspricht. Er beginnt sofort mit Vorbereitungen, seine neue Streitmacht möglichst effektiv gegen die unerfahrene britische Division einzusetzen. Rommels Männer sind zahlenmäßig unterlegen. Trotzdem ist er überzeugt, dass ein schneller, harter Schlag mit Überraschungseffekt zum Ziel führt. Obwohl er formell unter dem Oberbefehl des italienischen Generals Bastico steht, berät er sich nicht mit ihm und holt keine Zustimmung zur geplanten Operation ein. Er traut den Italienern nicht und befürchtet undichte Stellen. Am Abend des 21. Januar schlägt Rommel zu. Einmal mehr erwischt er die Briten unvorbereitet. Die Deutschen setzen auf ihre Beweglichkeit und schlagen die britischen Truppen in die Flucht. Während der nächsten Wochen greift das Afrikakorps wiederholt an und kann britische Kommunikations- und Nachschubwege zerschlagen. Der Gegner nennt die Taktik der Deutschen jetzt Rommeling. Sie verursachen enorme Zerstörung und erbeuten tonnenweise Kraftstoff und Versorgungsgüter. Am 28. Januar wendet sich Rommel nach Nordwesten und überrascht die unvorbereitete 7. indische Brigade bei Benghazi. Der Kampf ist kurz und entscheidend und die indischen Truppen fliehen im Chaos und hinterlassen riesige Mengen Kriegsmaterial, darunter 1300 Lastwagen. Rommel errichtet sein Hauptquartier in Benghazi und konzentriert seine Strategien jetzt auf Tobruk. Er benötigt dringend die Hafenanlagen dort. Trotz monatelanger Kämpfe konnte er die Stadt bislang nicht einnehmen. Er beendet alle anderen Aktivitäten, ordnet seine Truppen neu und bereitet den Angriff auf Tobruk vor. Rommel erhofft damit, seinen abschließenden Triumph erzielen und die Alliierten endlich aus Nordafrika vertreiben zu können. Bei den britischen Truppen wächst seine Legende kontinuierlich. Er erreicht das Unmögliche fast mit Leichtigkeit. Seine Entschlossenheit und Unberechenbarkeit vereiteln jegliches Gefühl von Sicherheit und Optimismus. Sie befürchten, dass der Wüstenfuchs mit der Einnahme von Tobruk und dem Zugang zu den Einrichtungen des Hafens das Schicksal der Alliierten in Nordafrika besiegeln würde. »11. Juni 1942, Nordafrika. Im stechend heißen Sand der Wüste formieren sich britische und deutsche Truppen für die entscheidende Schlacht um die Zukunft des Kontinents. General Erwin Rommel, das deutsche Panzergenie, ist sich sicher, dass der Kampf bei der ägyptischen Stadt El Alamein stattfinden wird und kurz bevorsteht. Seine Armee ist, so seine Überzeugung, die am besten ausgebildete der Welt und wird die Schlacht ohne Zweifel gewinnen. Dieser Gedanke alarmiert Winston Churchill, der genau weiß, dass ein Verlust der nordafrikanischen Position nicht rückgängig gemacht werden kann. Das deutsche Afrikakorps kämpft sich bis zur Stadt Bir Hakeim durch. Der Kampf ist hart, aber dauert nicht lange. Die Deutschen haben keine Zeit, ihren Sieg zu feiern, denn das nächste Ziel wartet schon. Tobruk ist das letzte schwierige Hindernis zwischen Rommel und El Alamein, eine durch den Verlauf der Kämpfe geschwächte englische Festung. Von der Gazala-Linie, der Verteidigungszone an der Westgrenze der Stadt Tobruk, wurden die meisten Waffen, Artillerie und Munition entfernt und nach El Alamein geschafft. Die Engländer setzen auf ihre Panzer, um die deutsche Offensive zu brechen. Sie haben mehr als 900 Panzer in der Nähe von Tobruk zusammengezogen und über 35.000 Mann als Verstärkung erhalten. Panzer sind natürlich Rommels Spezialität und bei seiner Ankunft in Bir Hakeim setzt der Wüstenfuchs auf seine alte Taktik, die er überall in Afrika angewendet hat. Er bringt riesige Artilleriebatterien in Stellung, um dann die englischen Panzer in ihre Reichweite zu locken. Wie schon einmal stolpern die Briten in die deutsche Falle und werden sprichwörtlich durch die 88 mm Kanonen zerlegt. Von den 900 Panzern, die Sir Claude Auchinleck am 11. in den Kampf führt, kommen nur 65 am 13. heraus. Es war nicht überraschend, dass Auchinleck fürchtet, Tobruk nicht halten zu können und einen Rückzug vorschlägt, bevor die Deutschen ihre Kräfte neu sammeln können. Churchill befiehlt, dies zu tun.
Im Morgengrauen des 20. Juni startet Rommel den entscheidenden Angriff auf die Stadt. Mehr als 150 Flieger attackieren das Stadtzentrum und den Hafen, während deutsche und italienische Artillerie die britischen Stellungen mit Dauerfeuer belegen. Ein Infanterieangriff klärt den Weg durch ein riesiges Minenfeld und gegen Mittag rollen deutsche Panzer ungehindert durch die Straßen von Tobruk. Der Rückzug der Engländer gerät zu einer chaotischen Flucht. Das Hauptquartier muss laufend verlegt werden, dicht gefolgt von den vorrückenden deutschen Truppen. Die Konvois auf dem Weg nach El Alamein werden zu Schießbudenfiguren für die deutschen Panzer. Bei Sonnenuntergang ist die Schlacht von Tobruk fast geschlagen. General Klopper, ein südafrikanischer General in den Diensten der britischen Armee, erhält eine Nachricht in seinem Hauptquartier in El Alamein: Wenn ihr einen Gegenschlag plant, lasst es mich bitte wissen. Es wird keinen Gegenangriff geben. Die britischen Einheiten graben sich um El Alamein herum ein und warten auf den nächsten unausweichlichen Vorstoß Rommels. Am Morgen des 21. Juni gegen 9 Uhr taucht Klopper mit der weißen Fahne auf und signalisiert die Kapitulation. Als die verbleibenden Truppen sich den Deutschen ergeben, haben sie den Respekt des Feindes gewonnen. Rommel, professioneller Soldat durch und durch, erklärt seinen Gefangenen: Ihr habt gekämpft wie Löwen und wurdet von Eseln geführt. Rommels Sieg ist so entscheidend, dass Hitler ihn am Tag nach der Schlacht in den höchsten militärischen Rang des Feldmarschalls befördert. Doch Rommel schaut schon nach Osten auf El Alamein und er ist sicher, den endgültigen deutschen Sieg zu erringen. »31. August 1941. Während italienische Kräfte die britischen Außenposten der ägyptischen Stadt El Alamein bedrängen, greift Rommels Afrikakorps weiter südlich die Hauptverteidigungslinien der Briten an. Der Angriff kommt nicht unerwartet. Seit Wochen hatten die Briten ihre Stellungen rund um die Stadt befestigt, in der Überzeugung, dass der Ausgang der Schlacht über das Schicksal ganz Nordafrikas entscheiden würde. Wie die Briten schätzte auch Rommel, dass El Alamein entscheidend sein würde. Anders als die Briten hatte er seine Truppen jedoch nicht verstärken und mit neuem Nachschub versorgen können. Rommel, der als Strategie den schnellen, gut koordinierten Angriff bevorzugt, war inmitten der Zerstörung, die durch sein Afrikakorps angerichtet worden war, gezwungen, Treibstoff zu rationieren. Als seine Panzer die eingegrabenen Stellungen der Briten erreichen, weiß er genau, dass seine Beweglichkeit eingeschränkt ist und die Schlacht frontal ausgetragen werden muss. Außerdem fehlt der Überraschungseffekt. Die Engländer hatten wochenlang Zeit gehabt, sich einzugraben. Als die deutschen Panzer die ersten leichten Barrieren der Verteidiger durchbrechen, werden sie aus der Luft von der RAF attackiert. Die neuen Flieger, die frischen Piloten und fast unbegrenzte Treibstoffreserven verschaffen den Briten schnell die Lufthoheit. Panzer sind in der Wüste ein leichtes Ziel für Angriffe aus der Luft. Ohne Unterstützung der Luftwaffe muss Rommel herbe Verluste hinnehmen. Trotz seines instinktiven Dranges, sich zurückzuziehen und die Truppe neu zu sammeln, kämpft er weiter in Richtung auf das Meer. Als er sich entlang der scheinbar unbesetzten Anhöhe der Alam Haifa Ridge bewegt, macht er eine aufschlussreiche Entdeckung. General Montgomery hatte die britischen Panzer bis zum Turm in den Sand eingraben lassen und startete aus dem Hinterhalt einen Feuerzauber. Das mit den Luftattacken koordinierte Panzersperrfeuer machte ein Weiterkommen unmöglich. Rommel unternimmt den Versuch, die britischen Panzer aus ihren befestigten Stellungen zu locken, was in der Vergangenheit immer zum Erfolg geführt hatte. Aber Montgomery befiehlt den Briten, sich nicht von der Stelle zu rühren. Am 1. September erwägt Rommel erneut einen Rückzug, entscheidet sich jedoch für einen letzten Versuch, die Linien der Engländer zu durchbrechen. Der Angriff wird mit der geschwächten Luftwaffe koordiniert. Der Angriff, der die Briten zum Rückzug zwingen soll, nährt sich aus der Hoffnung, sie seien durch die vorherigen Kämpfe genügend geschwächt. Montys Männer können ihre Stellungen jedoch behaupten. Zum 3. Mal in 3 Tagen werden die Nazis zurückgeschlagen. Bei Einbruch der Nacht sind die britischen Verteidigungslinien noch immer intakt und das Schlachtfeld ist mit brennenden deutschen Panzern übersät.
Am 2. September, als Rommel gerade erwägt, einen letzten Anlauf gegen die eingegrabenen Briten zu unternehmen, erhält er die Nachricht, dass ein deutscher Tanker mit Kurs auf Tripolis und einer Ladung von 11.000 Tonnen Treibstoff versenkt worden war. Somit wird es keinen gewagten Spurt durch die Wüste und keine Überraschungsattacke gegen britische Stellungen geben. Rommel weiß, dass er nicht in der Lage sein wird, El Alamein einzunehmen, und zieht sich mit dem, was vom Korps noch existiert, zurück. Ihr Rückzug wird von der RAF unter Beschuss genommen und hinterlässt eine Straße des Todes im Wüstensand. Es ist eine verlockende Gelegenheit für die britischen Truppen, das Afrikakorps völlig aufzureiben. Doch die Panzer bleiben eingegraben. Montgomerys Vorgänger waren mehrmals Opfer von überraschenden Gegenangriffen geworden. Er beschließt daher aus purer Vorsicht, den Todesstoß gegen die Deutschen auf einen anderen Tag zu verschieben. Bei El Alamein will er sich mit einem einfachen Sieg begnügen. »23. Januar 1943 in Libyen. Nach 3-jährigem Kampf mit Vor- und Rückschritten hatten die britischen Truppen endlich Tripolis einnehmen und besetzen können. Das war das Ende der Kampagne. Die westliche Wüstenregion des Mittleren Ostens war befreit. Das war eine großartige Leistung der 8. britischen Armee unter General Bernard Montgomery. Montgomerys Gegner war Feldmarschall Erwin Rommel. Seit Rommel das Kommando über die deutschen und italienischen Truppen Anfang 1941 übernommen hatte, musste er ständig darum kämpfen, dass die Versorgungslinien aufrechterhalten wurden, wie auch gegen die zahlenmäßige Überlegenheit der Alliierten und die militärische Unfähigkeit seiner Offiziere, die Briten an der Küste aufhalten zu können. Die zurückliegenden beiden Monate bestanden für ihn nur noch darin, dass die Briten den Deutschen auf ihrem Rückzug nachsetzten. Nach dem Sieg bei El Alamein verfolgte Montgomery mit seiner 8. Rommels Truppen durch die Wüste, von Stadt zu Stadt. Montgomery wurde von alliierten Kommandeuren unter Druck gesetzt, er solle seinen Vormarsch beschleunigen und die Deutschen vernichten. Doch er wurde von Minenfeldern und den örtlichen Wetterbedingungen aufgehalten und kam nur langsam voran. Rommel war dafür dankbar und zog sich rasch zurück, in der Hoffnung, seine Truppen formieren und eine neue Verteidigung aufbauen zu können. Doch dazu bekam er keine Chance mehr. Die Briten kamen nur gelegentlich in Kontakt mit deutscher Nachhut. Sie fuhren jetzt gemütlich durch die Städte, für die sie viele Opfer gebracht hatten. Mersa Matruh war unbesetzt. Sidi Barrani, der Halfaya-Pass und Bardia konnten ohne Gegenwehr eingenommen werden. Tobruk und Benghazi waren praktisch verwüstet. Plötzlich und unerwartet kam es am 23. November zu einem Gefecht bei Agedabia. Obwohl die Deutschen gezwungen waren, sich endlich nach El Agheila zurückzuziehen, entschied sich Montgomery, nachdem er die Deutschen 2 Wochen lang über 800 Kilometer verfolgt hatte, seinen Vormarsch zu stoppen und sich neu zu formieren. Am 11. Dezember marschierte die 8. wieder. Die Pause hatte Rommel ermöglicht, seine erschöpften Truppen zu verstärken und ein wenig Nachschub zu erhalten, sodass sie sich eingraben konnten und die Stadt verteidigen konnten. Doch alles nützte nichts. Am 14. Dezember wendete sich das Schicksal und Rommel war gezwungen, El Agheila zu verlassen. Es war vorbei. Einen Monat lang konnten die Deutschen nicht mehr tun, als sich kämpfend zurückzuziehen. Rommel zog daraufhin alle seine Truppen nach Tunesien zusammen. Am 23. Januar zog die triumphierende britische 8. Armee in Tripolis ein. Für die meisten Soldaten blieb der Aufenthalt jedoch kurz. Trotz seiner Neigung zu einem langsamen methodischen Vormarsch drängte Montgomery seine Männer nun zur Schnelligkeit. Er wusste, dass Rommel, nachdem er sich nach Tunesien zurückgezogen hatte, sich unter wachsendem Druck von Engländern und Amerikanern befand. Es war nur noch eine Frage der Zeit, bis der Wüstenfuchs aus Afrika vertrieben werden konnte. »14. Februar, Tunesien.
Unter der Bedrohung eines Vorwärtsstoßes der Amerikaner, der die Achsenmächte in Afrika zersplittern könnte, griff der erst kürzlich auf dem Kriegsschauplatz erschienene General Jürgen von Arnim alliierte Stellungen nahe Sidi Bouzid an. Diese Operation mit dem Decknamen Frühlingswind traf die unerfahrenen Amerikaner völlig unvorbereitet. Sie waren leichte Ziele für die neuen Tigerpanzer und mussten sich mit schweren Verlusten zurückziehen. Am folgenden Tag griff Feldmarschall Erwin Rommel im Westen Gafsa an. Die Stadt war erst kürzlich von den Alliierten besetzt worden. Es gelang ihm, die Amerikaner und Franzosen zum Rückzug zu zwingen. Britische Einheiten gaben ihnen dabei Deckung. Daraufhin zogen sich die Flüchtenden nach Feriana in der Nähe des Kasserine-Passes zurück. In der Zwischenzeit begannen die Alliierten einen Gegenangriff, um den Vormarsch der Deutschen aufzuhalten. Während der Nacht gelang es den Deutschen jedoch, die alliierten Positionen einzuschließen. In dem darauffolgenden Gefecht gelang es über 200 Amerikanern, die deutschen Linien zu durchbrechen. Die übrigen wurden gefangen genommen. Am Morgen des 16. war es klar, dass der Angriff gescheitert war. Die Achsenmächte setzten ihre Angriffe auf die alliierten Linien fort und am 18. Februar waren Rommel und sein Afrikakorps auf dem Weg zum Kasserine-Pass. Die Straße über den Pass wurde von einem Mischmasch alliierter Truppen verteidigt, die hauptsächlich aus amerikanischen Bautrupps bestand, die keinerlei persönliche Kampferfahrung hatten. Am Morgen des 19. Februar begann der deutsche Angriff. Minen verlangsamten den Vorstoß der Deutschen und es traf Verstärkung ein. Irgendwie gelang es ihnen, ihre Position gegen Rommels kampferprobte Truppen zu verteidigen. Am Abend versuchten die Deutschen nicht länger voranzukommen, sondern setzten darauf, die alliierten Stellungen mit Artillerie zu beschießen. Schließlich, am Nachmittag des 20. Februar, nahmen die Deutschen den Pass ein und setzten ihre Offensive fort. Rommel glaubte, dass die Achsenmächte bis zur algerischen Stadt Tebessa vorrücken sollten, jedoch das italienische Oberkommando bestand auf Le Kef. Späher berichteten, dass es entlang der Straße zwischen dem Kasserine-Pass und Le Kef bei Thala so gut wie keine alliierte Verteidigung gab. Rommel glaubte fälschlicherweise, dass die Alliierten ihre Kräfte in Thala konzentriert hatten und einen Angriff vorbereiteten. Daraufhin verlangsamte er seinen Vormarsch. Diese Pause gab den Alliierten, die sich eigentlich in Le Kef neu formierten, die Gelegenheit, die Straße nach Thala zu besetzen. Als die Deutschen und Italiener am 22. Februar auf Thala vorrückten, trafen sie auf vernichtendes alliiertes Gegenfeuer. Der massive Beschuss veranlasste General Fritz von Broich, seinen Vormarsch zu stoppen. Er berichtete Rommel, dass eine große alliierte Gegenoffensive bevorstünde. Broich wartete den ganzen Tag auf deren Beginn, doch es waren nur einige wenige britische Panzer zu sehen. Irgendwie überzeugte das Broich und Rommel von der Ernsthaftigkeit der Gegenoffensive und Rommel blies den Angriff ab. Am 24. Februar waren Rommel und seine Panzer auf dem Rückweg zur Maret-Linie. Die Alliierten besetzten erneut den Kasserine-Pass. Obwohl beide Seiten hohe Verluste zu verzeichnen hatten, war die Lage wie eine Woche zuvor. Beide Seiten waren entmutigt. Die Amerikaner waren empört über die mangelhafte Vorbereitung auf diese Schlacht und suchten nach einem neuen Weg, um den Krieg in Nordafrika zu beenden. Für Erwin Rommel war die Erkenntnis nach dieser Schlacht erschütternd. Seine amerikanischen Kriegsgefangenen waren besser versorgt und ausgerüstet als seine eigenen Truppen. Er begann nun daran zu zweifeln, ob die Achsenmächte den Krieg in Afrika gewinnen konnten. »23. Februar 1943. Nach seinem Sieg beim Kasserine-Pass hätte Rommel tief in alliiertes Gebiet vorstoßen können, doch stattdessen zieht er seine Truppen auf die Maret-Linie zurück. Das widersprach dem Charakter Rommels total, der für aggressive Panzertaktiken bekannt war. Doch der Feldmarschall, ein Berufssoldat in einer Armee, die mehr und mehr unter Nazi-Einfluss geriet, schien zu erkennen, dass die Sache der Achsenmächte in Nordafrika verloren war.
Rommel wusste, dass alle Kriege auf Verschleiß des Gegners beruhen und dass die Alliierten mehr Truppen und Nachschub nach Nordafrika bringen könnten als die Achsenmächte. Ebenso erkannte er, dass es unter den deutschen Offizieren nur wenig Kooperation gab, und die Italiener betrachtete er nicht so sehr als Alliierte, sondern als einen weiteren Feind. Tatsächlich arbeiteten sie an seiner Entlassung. Sie machten nicht den Mangel an Nachschub und Soldaten für den Verlust von Libyen verantwortlich, sondern Rommel selbst. Und als ob nicht schon genug Intrigen von Seiten der Achsenmächte an der Front geschmiedet wurden, bereitete sich die 10. und 15. Deutsche Panzerarmee unter dem Kommando von Rommels Rivalen, Generaloberst Jürgen von Arnim, auf einen Angriff vor. Überheblich und unerfahren stieß er auf den Ort Beja vor. Es gelang ihm zwar, eine Radarstation einzunehmen und die britischen Linien zu durchbrechen, doch er wurde zurückgeschlagen. Dieser Angriff kam die Deutschen teuer zu stehen. 15 von 19 neuen Tigerpanzern wurden zerstört. Als Rommel seine nächsten Schritte bedachte, stellten auch die Alliierten Überlegungen an. Der Oberkommandierende Dwight D. Eisenhower war noch immer betroffen über die amerikanische Niederlage am Kasserine-Pass und entschied sich am 4. März, einen neuen Kommandeur des Second Corps zu ernennen, General George S. Patton. Patton hatte Rommel studiert und träumte von dem Tag, an dem er dem Wüstenfuchs im Gefecht gegenüberstehen würde. Am 6. Februar übernahm Patton sein neues Kommando. Rommel bereitete gerade einen Angriff auf den Ort Medellin vor. Es war mehr ein Verzweiflungsakt als ein Akt der Stärke. In Medellin gab es tausende Tonnen an Vorräten wie Gewehre, Munition, Treibstoff, Nahrung, alles, was eine Armee brauchte, alles, was die Alliierten liefern konnten und die Achsenmächte nicht. Als Rommel auf die Briten traf, war ihm bewusst, dass, falls es dem Afrikakorps nicht gelang, Medellin einzunehmen, Nordafrika unweigerlich verloren war. Als die deutschen Panzer vorwärts preschten, flohen die Briten scheinbar aus ihren Stellungen. Die Deutschen rückten daraufhin noch schneller vor. Kurz vor den Panzerabwehrbatterien schnappte die Falle zu. Granate auf Granate traf die exponierten und überraschten Panzerkolonnen. Am Ende des Tages standen 50 ausgebrannte Panzer auf dem Schlachtfeld. Rommels Plan war vereitelt worden. Am 9. März, nachdem Patton seine Truppen vorwärts zu einem letzten Showdown mit Rommel gepeitscht hatte, verließ der Wüstenfuchs heimlich Nordafrika. Nachdem Patton davon erfahren hatte, war er bestürzt. Er glaubte an das Schicksal. Er war überzeugt, dass er und Rommel sich gegenüberstehen würden. Nun wusste er, es würde niemals dazu kommen. Es hatte 2 Kommandowechsel gegeben, bei den Alliierten und bei den Deutschen, und die Chemie des Krieges schien sich verändert zu haben. Der kühnste deutsche Panzerkommandeur war gegangen und besiegt. Auf der Gegenseite war dagegen der aggressivste erschienen. Sein polierter Helm glänzte im Sonnenlicht und er hatte seine Revolver mit Elfenbeingriff umgegürtet. Mit diesem neuen Sheriff vor Ort war das Schicksal des Faschismus in Nordafrika so gut wie besiegelt. »22. April 1943, Tunesien. Entlang der ganzen Front eröffnen Briten, Amerikaner und Franzosen das Feuer auf die geschwächten Truppen der Achsenmächte mit Operation Vulkan. Im Nordwesten rückt das 2. Korps unter General Omar Bradley auf die Hügel an der Küste vor und versucht, in die Flanke des Feindes zu gelangen. Die Beteiligung der Amerikaner an dieser Offensive geschieht auf die Intervention von General Eisenhower, dem Oberbefehlshaber der alliierten Truppen in Nordafrika.
Der britische General Harold Alexander, Oberbefehlshaber der alliierten Bodentruppen, hatte diese Operation von Anfang bis Ende als britisch-französische Kooperation geplant. Als Bradley erkannte, dass den Amerikanern die Teilnahme und der Ruhm am Sieg versagt wurde, beschwerte er sich bei Eisenhower. Dieser erinnerte Alexander daran, wer in Nordafrika das Sagen hatte, und die Pläne wurden daraufhin geändert. An der südöstlichen Spitze der Front griff die britische 8. Armee unter General Bernard Montgomery die Hügel an, die zwischen ihr und Tunis standen. Montgomery hatte keine besonders gute Meinung von den Amerikanern. Er war entschlossen, dass die Männer seiner Achten, die gerade die Achsenmächte im Westen der Wüste in die Flucht geschlagen hatten, allen Ruhm ernten sollten. Was jedoch weder Bradley noch Montgomery erkannten, war, dass trotz des Mangels an Nahrung und Nachschub die Deutschen ihren Kampfeswillen nicht verloren hatten. Während die Alliierten sich also für ihren Angriff positionierten, hatten sich die Deutschen in den Hügeln ihrer 150 Kilometer langen Verteidigungslinie verschanzt und Kanonen sowie Mörser über die Hügel, Täler und Straßen verteilt und Minen verlegt. Der Befehl von General Jürgen von Arnim lautete, bis zur letzten Kugel und zum letzten Mann zu kämpfen. Auf diese entschlossenen Männer trafen die Briten und Amerikaner. Am 23. April stand die 1. Infanteriedivision der Amerikaner vor ihrem ersten Ziel, einer kleinen Anhöhe, die unter dem Namen Hügel 609 bekannt werden sollte. Davor lag ein breites Tal, welches schnell den Spitznamen die Mausefalle bekam. Jeder Versuch, es zu durchqueren, wurde von tödlich genauem Kanonenfeuer der Deutschen beantwortet, die auf den Hügeln lagen. Mit Panzer- und Artillerieunterstützung begannen die Männer der Ersten, das Tal am Rand zu durchqueren, doch mit wenig Erfolg. Tagelang machten sie nur kleine Fortschritte und am 26. April saßen sie völlig fest. Bradley forderte daraufhin die 34. Infanteriedivision von Major General Charles Wolcott Ryder an. Die 34. hatte einige abfällige Bemerkungen britischer Ordensträger einstecken müssen, nachdem es ihr schon einmal in diesem Monat nicht gelungen war, die Deutschen von einem anderen Hügel zu vertreiben. Jetzt konnten sie sich rehabilitieren und Bradley sagte Ryder, wenn er Hügel 609 einnähme, würde damit nicht nur die Verteidigungslinie der Feinde durchbrochen, sondern auch alle Zweifel an der Fähigkeit seiner Männer hinwegfegen. Am 27. griff die 34. Jebel el-Hara an, eine Ortschaft, von der Bradley glaubte, sie sei der Schlüssel zu Hügel 609. Schwerer Artilleriebeschuss vom 2. Korps sollte diesen Angriff einleiten, doch der Befehl wurde 30 Minuten vor Beginn annulliert, als bekannt wurde, dass die 34. den Ort schon eingenommen hatte. Mit Jebel el-Hara als Aufmarschort konnte die 34. nun mit Panzer- und Artillerieunterstützung auf Hügel 609 vorrücken. Der Kampf war hart und blutig. Doch am darauffolgenden Tag war der Hügel eingenommen und gesichert. Auf der anderen Seite konnte Montgomery mit der britischen 8. weniger ausrichten als die Amerikaner. Auch die Briten standen Hügeln gegenüber, die mit Deutschen besetzt waren. Die Schlachten waren lang und blutig, da die Wehrmacht die Engländer jedes Mal zurückschlug. Die gefallenen Zahlen stiegen und Montgomery kam nicht voran. So unangenehm es ihm war, er musste Bradley bitten, ob er ihm nicht ein Combat-Team der 2. überlassen könnte. Kurz angebunden antwortete Bradley, er würde das nur auf direkten Befehl Eisenhowers tun. Da kein Vorankommen möglich war, musste Montgomery die Schlacht abbrechen und sich zurückziehen. Als die Nachricht von der britischen Niederlage das Hauptquartier der 2. erreichte, war Bradley nicht besonders schadenfroh. Aber er konnte nicht umhin, Montgomery einen Funkspruch zu senden und ihn zu fragen, ob er nicht ein paar amerikanische Berater bräuchte, die ihm zeigten, wie man diese Hügel überwindet.
24. Juli 1944, Rastenburg in Deutschland. In Hitlers tausendjährigem Reich kriselt es schon nach einem Jahrzehnt. Aus Rundfunkberichten ist zu schließen, dass hochrangige Offiziere, die Hitlers unbedingtes Vertrauen genossen, nach dem Leben des Führers trachteten. Das Attentat wurde vormittags während einer Lagerbesprechung in der Wolfschanze verübt, Hitlers Führerhauptquartier in Ostpreußen. Zu den Anwesenden zählte auch Claus von Stauffenberg, ein angesehener Veteran des Nordafrika-Feldzuges. Nachdem er einen Arm und ein Auge in der Schlacht verloren hatte, wurde er nach seiner Rückkehr Stabschef beim Befehlshaber des Ersatzheeres. Stauffenberg, ein überzeugter Patriot und Soldat, erkannte im Laufe der Zeit, dass Hitler Deutschland in den Ruin führen würde. Und mit dieser Meinung stand er nicht alleine da. Hunderte hochrangige Offiziere aus allen Teilen der Streitkräfte brachten diese Ansicht zum Ausdruck. Hinter vorgehaltener Hand, versteht sich. Sogar der Wüstenfuchs, Feldmarschall Erwin Rommel, gab stillschweigend seine Zustimmung zum Plan, die Nazis zu stürzen. Die Besprechung begann um 12:30 Uhr. Die Teilnehmer versammelten sich um den großen Eichentisch in der Mitte des Zimmers. Stauffenberg stellte seine Tasche nur knapp 2 Meter neben Hitler ab und verließ den Raum. Die Explosion zerstörte die Baracke vollständig. Mehrere Anwesende wurden getötet, doch Hitler war nicht unter ihnen. Der schwere Eichentisch war für ihn zum Schutzschild geworden. Noch am selben Tag nimmt er Benito Mussolini an einem Bahnhof in Empfang. Hitler wirkt zwar etwas verstört und trägt seinen rechten Arm in einer Schlaufe, doch er ist am Leben. Der Coup ist fehlgeschlagen und die Verschwörer werden für ihre Tat bezahlen müssen. Die Maßnahmen dafür sind schon in die Wege geleitet.